Mit dem Fixie und Rucksack 4000 Kilometer durch Indochina. Hallo, hier ist Guido der Radwanderer und hier als Teaser ein paar Aufnahmen von meiner Indochina-Reise. Gestartet bin ich in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, und es war gerade Wasserfestival. Gefühlt war das halbe Land in der Stadt und es fanden Wettkämpfe statt. Bin dann nach Angkor Wat gereist und habe mir die berühmte Tempelanlage dort angeguckt, und dort war gerade Mondfest, also ein buddhistisches Fest, was ich mir anschauen konnte. Die Reise ging dann weiter durch Kambodscha Richtung Laos, und in Laos angekommen bin ich dann im Süden Laos den Mekong gefolgt Richtung Norden und dann irgendwann Richtung Osten abgebogen, Richtung Vietnam. Nord- und Südvietnam wird durch ein Gebirge getrennt. Da bin ich dann in das Gebirge gefahren und nach Vietnam rein, und die meiste Zeit der Reise war ich dann Vietnam durchquerend, immer an der Küste lang Richtung Süden. Ziel war dann erstmal Saigon, also heute Ho Chi Minh Stadt. Und die letzten Tage bin ich dann noch durch das Mekong-Delta gefahren und habe ein paar Tage auf einer Urlaubsinsel im Süden Vietnams mir diese Insel angeschaut. Und dann, ja, kurz vorm Schluss ging es dann wieder nach Saigon zurück zum Rückflug. Die ersten 3 Tage habe ich dann in Phnom Penh verbracht, habe mir dort mit dem Rad die Stadt angeguckt. Sie war rappelvoll. Schließlich sind aus allen Teilen des Landes die Mannschaften gekommen und Touristen und haben sich dort am Ufer des Flusses die Wettkämpfe angeguckt. Die Wettkämpfe sind auf so drachenähnlichen großen Booten, die viele Paddler fassen oder Ruderer. Und so war ein reges Treiben in der Stadt bis spät in die Nacht. Das habe ich mir angeguckt, waren sehr schöne Erlebnisse, die ich da hatte. Habe dann auch abseits der Innenstadt oder der Einkaufszentren, wie man jetzt hier sieht, hier an den Gleisen, wo Leute direkt, also 1 Meter neben der Gleisanlage wohnten, sehr ärmlich. Und ja, das habe ich mir angeschaut. Hier jetzt ein paar Bilder von den Booten, auf denen diese Wettkämpfe stattfinden. Teilweise stehen die darauf während des Paddelns, meistens sitzen sie aber. Und so war die ganzen Tage lang waren diese Wettkämpfe. Gab auch eine große Tribüne, wo der König dann zugucken konnte. Und nachts fuhren am Ufer dann bunt beleuchtete Boote lang, die so eine Art Message da trugen. Ja, und bin ich dann weitergefahren nach Angkor Wat. Da war das Mondfest. Das ist wohl ein buddhistisches Fest. Jedenfalls war in der Tempelanlage war eine sehr große Zeremonie. Ich meine, da war auch das Fernsehen. Jedenfalls standen viele Kameras da. Die Tempel wurden bunt beleuchtet. Das ist sonst nicht der Fall. Und war ein super Erlebnis. War von mir auch nicht so geplant. Ich habe das erst kurz bevor ich abgeflogen bin mitbekommen, dass also in der Stadt sehr viel los sein soll. Aber war super Glück, dass ich da hatte. Und gerade diesen Abend in Angkor Wat werde ich nie vergessen, weil es wirklich traumhaft schön war, das zu sehen, was sie da gefeiert haben. Dann bin ich weiter nach Laos gefahren mit dem Rad und bin dort an den Mekong rangefahren und bin den Mekong dann hochgefahren. Das ist so die Grenze an der Westseite von Laos. Und ungefähr bis zur Mitte von Vietnam. Das wird getrennt durch ein mittleres Gebirge. Bin dann auf dieses Gebirge hochgefahren und dann nach Vietnam rein. Unterwegs, wie man hier sieht, bin auch oft genug so ein bisschen abseits von irgendwelchen Straßen gefahren, die geteert waren, sondern hier auch mal ein bisschen ins Landesinnere auf skurrilen Wegen gewesen und skurrile Brücken habe ich dann erlebt. Aber die sind da relativ normal, irgendwie aus Holz zusammengebaut, und die halten aber, auch wenn sie manchmal nicht danach ausschauen. Gegessen habe ich meistens, Streetfood nennt sich das ja, irgendwo auf der Straße. Das ist für uns fast, es kostet ganz wenig Geld dann. Und ich habe auch mehr von irgendwelchen Eisarten gelebt. Also es gibt dort dieses Frozen Eis, wird geschabt. Das ist also ein kleines zersplittertes Eis, wo dann Sirup rüberkommt.
Das war so meine Hauptnahrungsquelle, weil es ja sehr heiß war und auf dem Fahrrad, da konnte man gut Abkühlung gebrauchen. So, diese Aufnahmen jetzt hier, das ist so Vietnam in der Mitte, hinter dem Gebirge, also richtig schön Dschungel, war eine ganz urige Landschaft und hatte ja, super tolle, riesige Tropfsteinhöhlen. Ein paar habe ich mir angeguckt und da ist wohl auch in der Touristenhochsaison sehr, sehr viel los. Ich bin ja knapp nach der Regenzeit da gewesen, da war da absolute Nebensaison. Hier sieht man mal, da hat mich ein Warm Showers Host, der mich, was ich übernachten ließ, eingeladen zu einer Hochzeit. Also Hochzeitsanladung habe ich mehrere bekommen, die habe ich dann auch mal wahrgenommen und ja, durfte dort eine Hochzeit mir anschauen, wie da gefeiert wurde. Oder hier zum Beispiel, wie Wunderkerzen gemacht werden, alles noch in Handarbeit und draußen auf der Straße weit und breit stehen die Dinger dann zum Trocknen, liegen da überall rum. Genau, ein schönes Bild. Und habe mir sonst halt viele Kulturhighlights von Vietnam angeschaut, wie jetzt diese Anlage hier, was genau das ist, erinnere ich mich nicht mehr genau, ob das eine Art Kloster war oder sehr alt zumindest und ist jetzt Touristen-Hotspot. Ja, bin dann weiter runtergefahren, mal hier. Scheinbar ist der Sport, Ratten zu überfahren mit Motorcycles, die da genug rumfahren. Und die sind zum Teil auch recht groß. Oder hier, weiß nicht, was das war, haben sie ein Rind so verbrannt, als wenn das irgendwie präpariert wird für eine Feier. Mitten auf der Straße. Oder hier die Schweine vom Hitzetod bewahrt wurden, indem man dort da Wasser reingesprüht hat und dass sie nicht verdursten. Hier nochmal so ein Foto von der Mitte des Gebirgszuges. Da musste man über einen Pass rüber als Fahrradfahrer. Die Autos und Züge fuhren durch den Tunnel. War auch ein tolles Erlebnis. Wusste ich vorher nicht, dass ich da so viel Höhenmeter klettern muss. Ja, und diese Basketboats, wie man ein rundes Boot paddelt, ist mir unbegreiflich. Hat ja keinen schönen Geradeauslauf, aber die Dinger gibt es da immer noch in Mengen. Und sieht man auch weit und breit überall in Vietnam. Ansonsten habe ich oft dort in so ganz günstigen, in Hostels würde ich ja sagen in der Regel, da kann man also zumindest in der Nebensaison für 2-3 Euro kriegt man da eine Übernachtung. Ich bin eigentlich nur mal in die Stadt reingefahren und habe dann irgendwie eine App aufgemacht und habe das Billigste gebucht und das war klasse. War auch oft dann hatte meine Ruhe dann. Ja, und auch hier diese Brücke, die man eben sah, so eine ganz lange aus Holz zusammengebaute Brücke. Da muss man so ein paar Geldstücke dann bezahlen, wenn man darüber möchte. Und hier sieht man jetzt gerade das Streetfood, das also in der Nacht überall zu finden ist. Mit dem Fahrrad bin ich dann gerne so ein bisschen in die Nebenstraßen gefahren und da wo also die Einheimischen dann Streetfood essen und habe da dann also wirklich toll gegessen für also ganz, ganz kleine Preise. Ja, oder hier mal Wochenmarktbilder, fand ich auch sehr schön, wie die da viel auf den Straßen leben und sich versorgen. Mit den Tieren, ja, ich denke mal, das kennen die meisten, da sind die nicht so zimperlich. Da habe ich also viele Bilder gesehen, wo man so als Europäer sagt, so, oh, nicht so schön, was man da dann sieht. Oder eben auch diese Brücke, die da über den Fluss sehr provisorisch wirkte, das sieht man da an jeder Ecke irgendwie. Also es, weiß ich, sowas wie TÜV oder irgendwelche Richtlinien, sowas, das scheint es da nicht zu geben. Es wird dann irgendwie gemacht, dass es machbar ist und so schaut es auch aus. Leider oft auch sehr dreckig, also liegt viel Müll überall rum. Ja, das sind die Dragon Fruits, Drachenfrucht, liegt da teilweise auf den Straßen, wenn sie die massenweise auf irgendeinen Transporter knallen und dann fahren die Dinger runter, dann musste ich nur kurz anhalten, hatte so ein paar Dragon Fruits dann und konnte die unterwegs prima essen. Hier nochmal diese Basketboats oder wenn die Fische trocknen, da haben die also riesige Flächen, legen die aus mit solchen Gittern und da trocknen sie dann überall den Fisch. Der Mantel sah wirklich mal so aus, dass er dann komplett durchgerubbelt war. Musste ich doch tatsächlich dann mal eine neue Manteldecke kaufen. Und ich glaube, ein Mantel, das war 4 Euro irgendwas für eine Manteldecke. Ja, das ist Saigon hier. So das Nachtleben dort. Genau, das war das Deutsche Haus. Ich versuche immer in den großen Städten
auf irgendeinen Rooftop zu kommen. Manchmal ist da eine Bar, dass man da reinkommt. Manchmal schafft man es auch über Tage, dass man sagt, hier, ich möchte gerne noch mal rein, ein paar Fotos machen von da oben. Das war in der Regel mein Anliegen. Und ja, in der Regel schafft man das dann auch. Ansonsten teilweise bei den richtig Highlight-Rooftops muss man dann vorher buchen und dann irgendwie irgendwas bezahlen oder irgendwie 2 Mindestgetränke und dann kommt man da hoch. Aber ich finde es auch mal sehr schön, so die Top-Highlights dann nicht raufzugehen, sondern irgendwie in ein Nebenhochhaus, um dann das Top-Hochhaus zu sehen, wie meinetwegen ja, in Kuala Lumpur, meinetwegen die Petronas Towers. Ja, so sah mein Rad oft aus, hinten auf dem Rucksack, das war hinten auf dem Gepäckträger geschnallt und hatte da dann irgendwie Früchte unterwegs. An der Straße kann stehen, also ja, Wochenmarkt ist da eigentlich überall und kaufe mir dann ein paar Früchte, klemm die da rauf, in der Regel Bananen oder Früchte, die man hier auch nicht kennt oder kaum kennt und habe da dann von viel gelebt, nebst dem Eis oder diesen Art Eis-Sirup mixen, also kaltes Wasser, Zuckerwasser. Ja, hier nochmal ein Markt. Die sitzen auch wirklich viel auf dem Boden, die Leute da im Hocksitz, schaffen hier wenig. Und das ist jetzt Mekong-Delta. Das ist so richtig Dschungel, wie man es dann aus Vietnam-Filmen kennt, so ewigen Kriegsfilmen. So sah es dann da wirklich aus. Also Fluss und überall Wasser und so kleine, also wenn man als Fahrradfahrer fährt man da so wirklich kleine, schnuggelige Wege lang. Hat dann abenteuerlichste Brücken oder irgendwelche Balken sind damit so ein bisschen Handgelände, dass man über diese Gewässer dann kommt. Und sieht dann auch diese urigen, ja weiß ich, Schiff sagen wir ja nicht, das ist irgendwie so ein großes Ruderboot oder ja, irgendwie halt ein Boot mit gigantisch großen Außenbordern drauf, mit dieser langen Stange, wo dann weit hinten dann ein Propeller dran ist. Und also teilweise mit irren Speed fahren die da lang. Hier sieht man so ein Teil zum Beispiel gerade mal, ne? Also das Boot ist schon schwer, aber der Motor ist echt beachtlich. Wer weiß, wo sie den ausbauen. Ich tippe mal alte, weiß ich, PKW kann es nicht sein, LKW-Motoren. So sah mein Frühstück oder vielmehr mein Abendessen oft aus. Irgendwie rein in den Supermarkt, dann ja, manchmal dann auch dann abends oder spät nachts in sowas gegessen, wenn ich mal keine Lust auf Streetfood hatte. Und wieder ein Markt mit Fisch, was sie da verkauft haben. Und hier jetzt, ja, das ist ziemlich südlich in Vietnam. Und da sieht man mal, das ist also jetzt Wohngebiet, was man hier sieht. Den ganzen Müll, also ich habe also wirklich da gefilmt und dann sah man das also an einem Haus, wo die Leute normal leben, dann ja, Fenster gibt es da nicht, da fliegt der Müll einfach so raus. Und das zum Beispiel jetzt die Toilette, da gehen die einfach nur diesen Steg lang und dann ist das da das Plumpsklo. Das sind Aufnahmen ungefähr, weiß nicht, also 5 bis 10 Gehminuten weiter. Da springen die Touristen dann, oder also es ist ein kleiner Touristenspot, da waren nicht viele, die baden dann da. Und ein paar Meter weiter oder ein paar 100 Meter weiter türmt sich der Müll. Also kann ich sagen, der Müll schwimmt darum, der türmt sich geradezu und da wird im Stundentakt was zugeschmissen. Das war eine traumhafte Reise. Dann freut euch mal auf ein bisschen mehr Videomaterial, wer Ausdauer hat, das zu gucken. Ja, Kambodscha, Laos, Vietnam. 4000 Kilometer sind es geworden. Wir sehen uns.